KI-Empfehlungen im E-Commerce folgen einem klaren Entscheidungsmodell. Wer dieses Modell versteht, setzt die richtigen Prioritäten. Wer es nicht versteht, verschwendet Zeit und Geld. Wir sehen uns in dieser Folge ein mentales Modell an, wie KI Produkte findet, vergleicht und empfiehlt und warum die Schwerpunkte je nach E-Commerce-Modell vollkommen anders sind. Viel Spaß! Die KI-Ökosysteme im E-Commerce. Um das Entscheidungsmodell zu verstehen, müssen wir zunächst klären, welche KI-Ökosysteme im E-Commerce wirklich relevant sind. Zum einen mal KI-Assistenten. KI-Assistenten sind dialogorientierte Systeme. Der Nutzer formuliert eine Frage oder eine Aufgabe und der Assistent liefert Antworten, Optionen und Erklärungen und es geht hin und her. Typische Beispiele für KI-Assistenten sind ChatGPT, Google Gemini oder Microsoft Copilot. Ein Sonderfall aus meiner Sicht ist der Google KI-Modus, der dialogische Elemente mit klassischer Suche direkt kombiniert. Dann gibt es KI-Browser. Ein KI-Browser ist im Kern ein Webbrowser, der um KI-Funktionen erweitert ist. Hier gibt es wirklich Browser, die komplett aus diesem Gedanken heraus gebaut wurden, aber auch alte Browser, die nachgerüstet wurden. Er kann Webseiten besuchen, Inhalte erfassen, Seiten interpretieren und zusätzliche Informationen im Kontext des aktuellen Seitenbesuchs einblenden. Typische Beispiele für KI-Browser sind Atlas, Comet, Chrome oder Edge. KI-Agenten. KI-Agenten gehen einen Schritt weiter aus meiner Sicht als Assistenten. Sie beraten nicht nur, sondern sind darauf ausgelegt, konkrete Handlungen auszuführen. Das bedeutet, ein KI-Agent kann Websites navigieren, Formulare ausfüllen, Buttons klicken oder im E-Commerce-Fall, im Extremfall sogar Käufe end-to-end durchführen. Ob ein Agent diese Handlungen tatsächlich ausführen darf oder kann, hängt von der jeweiligen Plattform, der Website und den Nutzerfreigaben ab. Das grundlegende Prinzip ist jedoch immer dasselbe, von Antworten zum Ausführen. Aktuell spannend in diesem Kontext ist das Universal Commerce Protocol. Mit dem Universal Commerce Protocol schafft Google eine gemeinsame Sprache für KI-gestützten Handel. KI-Systeme können darüber Händler entdecken, deren Angebotslogik verstehen und vollständige Kaufprozesse abbilden. Von der Produktsuche über die Bestellung hin zur Zahlungsabwicklung und auch darüber hinaus. Wichtig, zwischen diesen drei KI-Ökosystemen gibt es keine harten Grenzen. Das macht auch die Definition so schwierig. Ein Assistenzsystem kann agentische Funktionen enthalten, ein Browser kann Assistenzfunktionen integrieren und Agenten greifen häufig auf Assistenz- und Browserfähigkeiten zurück. Für den Zweck dieser Folge ist diese Abgrenzung auch zweitrangig. Entscheidend ist, auf welche Daten und Informationen diese Systeme zugreifen können und wie sie dann auswählen. Lass dazu zuerst ansehen, was passiert, wenn ein User eine Anfrage stellt. Wie KI Informationen verarbeitet. Alles startet mal mit dem Verstehen der Anfrage. Im ersten Schritt wird verstanden, wonach überhaupt gesucht wird. Dabei werden relevante Begriffe, Einschränkungen und Kontexte identifiziert, etwa Produkttypen, Anforderungen oder Nutzungssituationen. Ganz, ganz wichtig, Nutzungssituationen, sehr, sehr wichtig. Das Ziel dieses Schritts ist ein klares Verständnis der Fragestellung, Sammeln und Vergleichen von Optionen. Auf Basis dieses Verständnisses werden mögliche Optionen gesammelt. Dazu greifen KI-Systeme parallel auf viele unterschiedliche Informationsquellen zurück, etwa auf klassisch indexierte Webinhalte, strukturierte Produktdaten und bestehendes Strukturwissen zu Produkten, Marken und Kategorien. Und alle Informationsquellen haben unterschiedliche Aufgaben. Manche Dinge drehen sich um allgemeines Wissen, manche Sachen um Kategorienverständnis und manche dann tatsächlich um Ausführbarkeit von irgendwas. In diesem Schritt geht es darum, welche Optionen grundsätzlich in Frage kommen und wie sie sich zueinander einordnen lassen. Dann kommt Gewichten, Reduzieren und Aufbereiten. Die gefundenen Optionen werden anschließend miteinander verglichen und gewichtet. Dabei spielen Kriterien wie Relevanz zur Anfrage, logischerweise Aktualität und kommerzielle Signale eine Rolle. Auf dieser Basis wird die Auswahl schrittweise reduziert, bis nur noch wenige passende Optionen übrig bleiben. Diese werden schließlich für den Nutzer aufbereitet und als Empfehlung oder Antwort formuliert.
Live-Website-Daten kommen dabei vor allem dann zum Einsatz, wenn geprüft werden muss, ob ein Angebot aktuell verfügbar oder praktisch umsetzbar ist. Und was ich jetzt hier in diesem Kontext mit praktisch umsetzbar meine, ist, kann ein Agent dieses Produkt dann tatsächlich kaufen. Damit ist klar, wie KI-Systeme grundsätzlich zu einer Empfehlung mal kommen. Im nächsten Schritt geht es darum, aus welchen Ebenen diese Informationen stammen, ganz wichtig zu verstehen, und warum sie im Entscheidungsprozess unterschiedliche Aufgaben haben. Die 3 Informationsschichten. Damit KI-Systeme Produkte vergleichen und empfehlen können, greifen sie im E-Commerce auf unterschiedliche Informationsschichten zurück. Weil KI-Systeme, ich weiß, manche glauben das, brauchen Informationen von außen, sie wissen nicht alles. Diese Schichten haben klar unterschiedliche Aufgaben und sind nicht austauschbar. Starten wir mit öffentlich verfügbaren Webinhalten. Öffentlich zugängliche Inhalte, die vorab erfasst und indexiert wurden, etwa Produktseiten, redaktionelle Inhalte oder externe Erwähnungen. Diese Schicht liefert das grundsätzliche Verständnis von Produkt, Kategorie, Marke und bestimmt, in welchem Kontext ein Angebot eingeordnet wird. Dann gibt es ja strukturierte Produktdaten. Aktiv bereitgestellte Daten wie Feeds oder APIs mit klar definierten Attributen wie Preis, Verfügbarkeit, Varianten und Spezifikationen. Diese Schicht ermöglicht präzisen Vergleich und entscheidet, welche Angebote sachlich miteinander vergleichbar sind. Zu guter Letzt kommen wir eben nochmal zu diesen Live-Website-Daten. Informationen, die dann beim tatsächlichen Besuch einer Website erfasst werden, etwa die aktuellen Preise, die Lagerstände oder die Lieferzeiten. Diese Schicht entscheidet, ob eine Empfehlung praktisch umsetzbar ist, also ob ein Produkt aktuell wirklich verfügbar ist und damit auch durch einen KI-Assistenten kaufbar ist. Aus diesen Informationsschichten entstehen die Signale, mit denen KI-Systeme arbeiten. Und das ist natürlich unglaublich interessant zu verstehen, wenn ich im E-Commerce tätig bin. Wenn wir diese Signale verstehen, wissen wir, woran wir arbeiten müssen, wenn wir dafür sorgen wollen, dass unsere Produkte öfter empfohlen werden. Signaltypen und ihre Bedeutung. KI-Systeme nutzen unterschiedliche Arten von Signalen, eben aus diesen Informationsschichten, die wir besprochen haben. Und diese Signale haben natürlich eine unterschiedlich große Bedeutung. Starten wir mit Basissignalen. Kann das System dein Produkt überhaupt einordnen? Sie entscheiden darüber, ob ein Produkt gewissermaßen überhaupt im Spiel ist. Hier geht es primär um Datenstruktur. Was beispielsweise dazu gehört, sind öffentlich zugängliche Produkt- und Kategorieseiten, Produktseiten, um das Produkt einzuordnen, Kategorieseiten, um den Nutzungskontext mitzugeben. Strukturierte Informationen, seien es Produktfeeds oder strukturierte Daten, um die Produktinformationen, die vielleicht in Fließtext sind, wirklich in Attribute runterzubrechen und ganz, ganz wichtig, konsistente Produktinformationen über Website und Feeds. Das heißt, dass das alles synchron ist, keine Widersprüche. Widersprüche, Ambiguität, schlecht. Basissignale sind also Zugang, aber kein Vorteil. Dann kommen Vergleichs- und Entscheidungssignale. Hier entscheidet sich wirklich die Auswahl. Sind Basissignale erfüllt, beginnt der tatsächliche Wettbewerb. Jetzt geht es darum, wie gut ein Produkt zu einem User passt, bzw. abgegrenzt werden kann. Was beispielsweise dazugehört, eben die klare Einordnung, für wen ist dieses Produkt, Problem- und Nutzenerklärung, welches Problem löst es, Abgrenzung zu Alternativen, wodurch unterscheidet es sich, FAQs über Nutzung, Kompatibilität, Einschränkungen, Vergleichstabellen, unglaublich wertvoll, Kontext zu ergänzenden Produkten, das heißt, das kann Zubehör sein, das können Bundles sein und idealerweise alles immer als Inhalt auf Produktseiten und unterstützt mit den passenden strukturierten Daten, sofern es diese Klasse gibt. Und generell reichhaltige Produktfeeds und Produktseiten. Wir sehen ja auch schon am Feed, den dann ChatGPT bietet, der ist weitaus reichhaltiger, was an Attributen möglich ist, wie alles, was es vorher gab. Und da sieht man schon, je reichhaltiger Informationen sein, desto besser kann KI deine Produkte einordnen, desto besser ist es darin, es genau den richtigen Leuten vorzuschlagen, die es dann mit der höchsten Wahrscheinlichkeit kaufen. Wie gesagt, alles geht in Richtung Hyperpersonalisierung und da ist mehr Kontext besser. Und hier entscheidet sich, welche Produkte in die engere Auswahl kommen. Vertrauens- und Autoritätssignale, Gewichtung bei Unsicherheit. Wenn mehrere Optionen, sagen wir mal, fachlich vergleichbar sind, entscheidet Vertrauen über die Gewichtung. Was beispielsweise dazugehört, sind Bewertungen und Reviews
auf deiner Webseite und natürlich noch besser auf Drittplattformen, Erwähnungen in Bestenlisten und irgendwelchen Rankings, Expertentests von deinen Produkten, Erwähnungen in Fachartikeln, generell Erwähnungen und Verlinkungen aus thematisch möglichst relevanten Kontexten. Aber, und das war früher meiner Meinung nach, in der alten Suchwelt konnte das nicht wirklich abgeleitet werden oder interpretiert werden, aber ist heute wahnsinnig wichtig. Zertifikate, Standards und Auszeichnungen, hier wichtig, alles als Text und als strukturierte Daten hinterlegen, nicht nur Logos oder irgendwelche Badges, weil das kann KI nicht oder sehr, sehr schwierig interpretieren. Und der häufigste Fehler in der Praxis, den wir sehen, ist, wie es aber auch früher oft schon war, fast ausschließlich an Basissignalen zu arbeiten und sich zu wundern, warum sich Empfehlungen nicht verändern. Also es kommt wirklich darauf an, welche Signale den größten Hebel haben in der spezifischen eigenen Situation und natürlich abhängig vom Geschäftsmodell. Und genau diese Gewichtung nach Geschäftsmodell sehen wir jetzt uns im Folgenden an. Wie sich diese Signale je nach Geschäftsmodell gewichten. Welche Signale für KI-Systeme entscheidend sind, hängt vom Entscheidungsproblem ab, das gelöst werden muss. Dieses Entscheidungsproblem unterscheidet sich je nach E-Commerce-Modell und genau deshalb unterscheidet sich auch die Gewichtung der Signaltypen. Lass uns starten mit dem häufigsten klassischer Onlinehandel, also einfach Händler. Im klassischen Onlinehandel sind Produkte funktional vergleichbar und über mehrere Anbieter verfügbar. Die zentrale Frage lautet daher, welches konkrete Angebot ist aktuell das Beste? Entsprechend dominieren Vergleichs- und Entscheidungssignale wie Preis, Verfügbarkeit, Varianten und Lieferzeiten. Vertrauens- und Autoritätssignale wirken vor allem dann, wenn mehrere Angebote nahezu gleichwertig sind. Aber das sollte, wenn du ein Händler bist, deinen Fokus auf das wirklich Wichtige schärfen. Nehmen wir im totalen Kontrast Direct to Consumer. Im D2C-Modell sind Produkte meist nicht direkt austauschbar. Die zentrale Frage lautet daher, wie ist diese Marke und dieses Produkt einzuordnen? Entsprechend gewinnen Vertrauens- und Autoritätssignale stark an Gewicht, insbesondere externe Bewertungen, redaktionelle Erwähnungen und konsistente Markennennungen außerhalb der eigenen Website. Produkt- und Vergleichsdaten sind durchaus trotzdem noch Voraussetzung, aber selten ausschlaggebend. Zentral, um es zusammenzufassen, ist ein stimmiges Bedeutungsprofil in der digitalen Präsenz. Und das ist nicht nur der Shop, sondern das Ganze drumherum. Was wird in Bewertungen gesagt? Was wird in irgendwelchen Medienberichten gesagt? Und dann, was ist die Botschaft auf der Website? Dann haben wir natürlich noch B2B E-Commerce, ein ganz eigenes Spiel. Im B2B E-Commerce geht es nicht um Attraktivität in der Regel, sondern um Passung. Die zentrale Frage lautet, erfüllt dieses Produkt die fachlichen und technischen Anforderungen? Entsprechend verschiebt sich die Gewichtung der Vergleichs- und Entscheidungssignale in Richtung wirklich Spezifikation, Einsatzbereich und Ausschlüsse. Vertrauen entsteht hier primär über fachliche Einordnung durch Branchen- und Fachkontexte. Nochmal zur Klarstellung, alle Signaltypen, die wir jetzt im vorherigen Kapitel besprochen haben, existieren für jedes Geschäftsmodell. Was sich unterscheidet, ist ihre Gewichtung und das ist ja das Wichtigste, weil wir wollen ja an dem arbeiten, was für unser Modell der größte Hebel ist und was in unserer Situation gerade den größten Impact hat. Wenn du eine Sache aus dieser Folge mitnimmst, dann bitte diese. Es gibt keine universelle KI-Strategie für E-Commerce. Nur wer versteht, welches Entscheidungsproblem KI-Systeme für dein Geschäftsmodell lösen müssen, setzt wirklich die richtigen Prioritäten. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.